Nach langer Wartezeit sind wir heute endlich soweit. Der Pössl Summit 540 Prime ist da. Ein super schickes Auto, was auf 5,40 Meter ein Doppelbett, eine schöne Sitzgruppe und vor allem das neue Skyroof und einen ganz neuen Möbelbau bietet. Und wie sich das im Detail gestaltet, zeigen wir euch heute in diesem wunderschönen Video bei traumhaftem Wetter bei uns hier in Stowe. Viel Spaß! Heute fangen wir mal mit den Basics an. Dieses Fahrzeug hier, könnt ihr sehen, 5,40 Meter lang, also 5,42 Meter, um genau zu sein. Bei Pössl haben wir die Wahl zwischen Fiat und Citroën als Basisfahrzeuge. In diesem Fall haben wir uns für den Fiat entschieden. Der hat das 9-Gang Automatikgetriebe von ZF mit dabei und wir haben den Wagen aufgelastet bestellt als 3,5 Tonner. Das heißt, so wie er hier steht, ich glaube, er hat eine Masse im fahrbereiten Zustand von 2680 Kilo, habe ich eben nachgeschaut. Ein paar Extras dazu, zugelassen als 3,5 Tonner hat der Wagen über 600 Kilo Zuladung auf jeden Fall. Als Außenfarbe haben wir uns hier für die Außenfarbe Eisengrau entschieden. Das finde ich persönlich passt gut und gerade bei so einem kompakten Auto fällt das noch mal ein bisschen weniger auf und sieht einfach wunderbar PKW-mäßig aus. Ihr könnt gleich im ersten Step erkennen, die Summit-Modelle haben alle die Rahmenfenster hier an den Seiten und was den Summit 540 Prime von seinem Bruder- oder Schwestermodell unterscheidet dem normalen Summit, ist, dass wir hier ein zusätzliches Fenster mit dabei haben. Normalerweise, wenn das Fenster hier ist, sind die Fenster größer und schneiden die Liegelänge ein. Und da das hier ein bisschen anders gelöst ist als bei anderen Fahrzeugen, das Fenster ist höher und so ein bisschen langgezogener, kann man hier die Füße trotzdem länger ausstrecken. Aber das sehen wir gleich, wenn wir uns das Fahrzeug von innen anschauen. Wir wollen euch die Autos ja eigentlich immer in Bestzustand präsentieren. Heute hat uns leider das Wetter und die Nähe zur Nordsee einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben hier ein bisschen viele Möwen, die fanden das Auto auch schön und haben das gleich markiert als ihre Autos. Aber ihr könnt euch trotzdem angucken, wie das aussieht. Wie gesagt, der Wagen ist eisengrau. Was ich mal ganz schick finde, ist, wenn man ein Auto auf dem Fiat bestellt. Da haben wir die Wahlmöglichkeit zwischen dem normalen silbernen Kühlergrill, so wie er zum Beispiel, kannst du da einmal kurz rüberschwenken, an dem eisengrauen Auto dort drüben ist. So wird er serienmäßig kommen. Und das, was wir hier gemacht haben, ist eben den Kühlergrill in schwarz glänzend zu bestellen und dazu die Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen. Das heißt, dieser gesamte Innenbereich der Scheinwerfer ist auch dunkel mit. Wenn man das jetzt auf die Spitze treiben wollen würde, könnte man hier unten noch diesen Bereich als Skidplate in schwarz bestellen. Das habe ich aber so gelassen, weil ich finde, bei so einer dunklen Farbe fällt das kaum auf. Und das, was so ein Auto immer eleganter macht, gerade bei den 540ern, sind die Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert. Das heißt, der gesamte Bereich hier in dem Eisengrau Metallic. Ansonsten, wenn du einmal hier kurz rüberschwenkst, wir stehen ja wunderbar zwischen den Autos. Hier haben wir das gleiche, Eisengrau, schwarz glänzender Kühlergrill, aber dann eben keine lackierten Stoßfänger. Das wäre die Kunststofffarbe, in der das so kommt. Vielleicht etwas robuster, aber dafür nicht ganz so elegant. Einer der Unterschiede zwischen dem Summit 540 Prime und dem normalen Summit ist zum Beispiel die Schiebetür. Wir haben hier einen Endanschlag, das heißt, weiter als die Tür hier jetzt auf ist, kann ich sie beim Prime erstmal nicht aufmachen, weil sie dort arretiert ist. Das ist relativ einfach begründet. Ihr habt das Fenster, was wir hier draußen gesehen haben, hinten. Und wenn das Fenster jetzt geöffnet wäre und ich die Schiebetür weiter aufmache, dann haue ich mir das Fenster kaputt. Deswegen ist, um das Fenster zu beschützen, hier die Tür gesperrt. Dadurch, dass der andere Summit kein Fenster dort hat, kann man dort die Tür etwas weiter aufmachen. Wer das Risiko eingehen will, kann natürlich auch einfach den Stopper rausschrauben und kann die Tür dann auch weiter aufmachen. Ja, Pössl typisch haben wir in dem All-In-Paket die Fliegengittertür mit drin, die hier wunderbar bündig abschließt, hier so einen kleinen Magnetverschluss an der Seite mit dran hat und richtig schön saftig dagegen fährt. Und was wir bei diesem Fahrzeug bestellt haben, das ist beim Summit nicht Serie, ist die Zuziehhilfe. Ich mache mal kurz die Tür ran, dass ihr sehen könnt, wie schön die ranzieht. Da wird einfach nur der Kontakt geschlossen und das letzte Stückchen, was da jetzt ranfährt, erledigt die Zuziehhilfe.
das, was Pössl dann Softlock nennt. Ja, auch wenn die Tür nicht ganz so weit aufgeht, ist sie natürlich breit genug, um rein und raus zu gehen. Und das, was hier genauso ist wie bei dem anderen Summit, ist, dass wir den Kühlschrank hier zur Stirnseite hin angeordnet haben. Das ist ein 90-Liter Kühlschrank. Und das Witzige hier ist eben, dass die Kühlschranktür beidseitig angeschlagen ist. Das heißt, kannst du von beiden Seiten aufmachen, von draußen was zu trinken holen oder wenn man in einer Sitzgruppe sitzt, eben auch. Der gesamte Möbelbau ist halt absolut anders und vor allem in Pössl-Welten ein ganz neuer Weg. Wir haben hier den Möbelbau in, ich glaube, es nennt sich Palisander. Das ist einfach so ein dunkles Dekor und das ist abgesetzt mit den weiß glänzenden Fronten hier oben, eigenen Griffen und dann findet sich das dunkle Holz hier eben wieder. Durch den frontal angeordneten Kühlschrank habe ich natürlich hier erstmal keine Schubladen. Das nutzt aber Pössl dann, um hier ganz praktisch noch eine zusätzliche Arbeitsplatte zu schaffen, dass ich hier richtig stehen kann. Zack, 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 zack und mir das richtig schön zurechtschneiden kann. Wir haben natürlich ein 5,40 Meter Fahrzeug, das heißt, die Kochmöglichkeiten sind jetzt nicht Deluxe für riesengroße Menüs, aber für alles, was ich im Urlaub brauche, reicht das. Und das Schöne hier durch das integrierte Kochfeld ist, dass wenn ihr fertig seid mit Kochen, kann man das einfach rausnehmen, kann hier einfach wischen, alles ins Waschbecken wischen und hat den Schmutz nicht überall. Dass die elektronische Zündung mit dazugehört, ist jetzt im Modelljahr 20, das ist übrigens ein Modelljahr 20, in dem wir hier sind, serienmäßig mit dabei. Unterm Waschbecken haben wir einmal die Besteckschublade, richtig schön groß und breit, da passt sicher mehr rein als nur ein bisschen Besteck. Alles mit Pushlocks verschlossen und dann große Schubladen, die auch richtig massive Auszüge mit dabei haben. Und da unten auch nochmal. Insgesamt finde ich, haben wir eine schöne Arbeitsfläche. Hier der kleine Auszug ist 39 mal etwas mehr als 35 und die ganze Arbeitsfläche hier ist fast 50 breit bis zum Waschbecken 36. Und damit man mal eine Idee bekommt, ganz bis hier hinten haben wir 1,7 Meter. Wie gesagt, keine riesengroße Küche, aber es ist ja auch kein riesengroßes Auto. So, einmal entriegeln, wieder ran und unten schließt er dann schön mit Magnet an. Zusätzlichen Stauraum für die Küche habt ihr hier oben bei den Oberschränken. Kleine Rüttelkante mit dran und das, was beim Prime, glaube ich, das ist das, was sich so ein bisschen Liner-Optik nennt, sind diese ganzen offenen Ablagen, die dem ganzen Fahrzeug Länge geben. Insgesamt ist es ja so, dass wir hier einfach bei vielen Autos hier ein Schrankelement haben und dadurch, dass das hier fehlt, wirkt der Wagen richtig schön großzügig und man kann einfach in der Blickachse von ganz vorne bis ganz hinten gucken. Die Sitzgruppe vom Summit Prime 45 hat im Prinzip das gleiche Format wie die Sitzgruppe in dem normalen Summit 45. Das heißt, wir haben auch diesen super coolen Tisch hier, der so ein bisschen freitragend ist. Das heißt, normalerweise habe ich bei 540ern immer das Problem, wie komme ich hier reingerutscht, weil der Abstand zwischen der Nasszellenwand und dem Sitz ja einfach nicht groß ist. Dadurch, dass Pössl hier den Tisch fest aufhängt, haben wir hier den Vorteil, dass wir kein Tischbein unten drunter haben und dadurch kann ich eben wunderbar reinrutschen. Aber man sieht, wenn man unter den Tisch guckt, eben schon, dass das hier alles relativ nah beieinander ist. Wenn man den Tisch weghaben will, kann man den einfach ein bisschen anheben, nach oben klappen und dann wird er einfach hier in den hinteren Bereich geführt. Könnte jetzt mit dem Gurt nochmal gesichert werden und zusätzlich habe ich eben ein kleines Beistelltischchen, um mir hier Platz zu schaffen. Auch der Beistelltisch hat 32, das ist fast quadratisch, 32 x 34 cm für 2 Gläser Wein und die Flasche daneben und ein paar Chips und ein paar Nüsschen und Eiswürfel, wenn es ein Gin Tonic ist, reicht es auf jeden Fall. Wobei die Eiswürfel muss ich nicht hier stehen haben, weil ich ja perfekt aus der Sitzgruppe direkt an mein Eisfach rankomme. Das ist echt ein Auto für faule Leute oder der Vorteil von kleinen Autos.
Grundsätzlich ist es halt so, dass der Summit 45 Prime oder die Prime-Modelle insgesamt einfach diesen gesamten Vorderwagenbereich anders regeln als alle anderen Fahrzeuge. Die große Besonderheit ist sicherlich das Skyroof. Das heißt, wir haben hier über dem Fahrerhaus zum einen kein Fach mehr, dafür aber eben den freien Blick Richtung Himmel. Und Skyroofs gibt es ja inzwischen von diversen Herstellern. Bei uns wird Westfalia zum Beispiel zum Modelljahr 21 jetzt auch einen Skyroof für bestimmte Fahrzeuge mit rausbringen. Bei den Skyroofs muss man sich so ein bisschen entscheiden. Will ich eins aus Kunststoff, was ich öffnen kann, wo ich vielleicht das ein oder andere Windgeräusch mehr habe, wobei die Erfahrungsberichte der ersten ausgelieferten Fahrzeuge ganz klar sagen, dass da nicht mehr oder weniger Windgeräusche sind als vorher. Oder will ich ein festes Glasdach, was ich dann aber nicht öffnen kann? Muss jeder für sich so ein bisschen selber entscheiden, beziehungsweise steht und fällt die Entscheidung ja auch mit dem Fahrzeug, weil ihr ja nicht wählen könnt. Wollt ihr ein Westfalia, ist es halt ein geschlossenes Glasdach. Wollt ihr ein Pössl, ist es auf jeden Fall das Skyroof hier zum Öffnen. In einer Einheit mit dem Skyroof haben wir die gesamte Dacheinheit, die hier nach hinten durchgezogen ist. Da haben wir das normale MIDI Heki Style, also 70 x 50 cm mit drin. Das ist auch serienmäßig mit dabei und hat natürlich, wie alle anderen Dachhauben auch, Fliegengitter und Verdunklungsrollo. Durch das Skyroof wird aber die ganze Fahrerhausverdunklung ein bisschen mit geändert. Und zwar, da muss ich einmal ganz kurz hier rüber, haben wir eine neue Fahrerhausverdunklung, die hier von oben nach unten geführt wird. Und so hat man im Prinzip die Möglichkeit, das halb zuzuziehen, kann selber rausschauen, einem wird aber nicht so sehr auf den Tisch geschaut. Und einher mit diesen ganzen Umbauten hier geht eben auch das Lichtkonzept. Und das finde ich relativ beeindruckend, aber in so einem strahlend schönen Sommertag, wie wir das heute hier haben, fällt das eben dann doch nicht so auf. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal das Auto für euch kurz abdunkeln, damit ihr eine Idee bekommt, wie cool das Lichtkonzept überhaupt ist. So, los geht's. Wir machen dunkel. Magic Markus an der Arbeit. So sieht es in Dunkel in diesem wunderschönen Fahrzeug aus. Und das, was man hier richtig schön hinbekommt, ist, dass man es ein bisschen cozy, kuschelig für uns macht. Fangen wir hier an. Grundsätzlich habt ihr die Lesespots, indirekte Beleuchtung, das Ganze auch dimmbar, dass man das richtig schön gemütlich haben kann. Wer lieber auf dem Fahrersitz lesen will, hat hier den Lesespot, der einfach als Touch-Bedienung mit drin ist. Wer ein bisschen mehr Licht haben will, kann hier diesen ganzen wunderbaren Ring um das Fenster mit beleuchten. Wer noch mehr Licht haben will, kann hier oben die indirekte Beleuchtung mit haben. Wer noch mehr Licht haben will, hat hier oben noch einen Doppelschalter, kann die Fächer hier mit beleuchten und kann wunderbar hier oben den Licht um die Dachhaube mit beleuchten. Wer etwas mehr Licht haben will, kann hier 1, 2, 3, 4 Spots hier vorne haben. Wer noch etwas mehr Licht haben will, hat einen kleinen Lesespot hier. Und wer noch etwas mehr Licht haben will, kann hier hinten einmal indirekte Beleuchtung und hell, das Ganze natürlich auch dimmbar. Das gleiche haben wir natürlich zweimal. Und wem das noch nicht reicht oder wer es ein bisschen indirekter haben will, kann natürlich auch, das geht hier ganz rum bis in die Ecke, da braucht ihr nicht hingucken, müsst ihr mir glauben, ist genauso hier. Und wer noch etwas mehr Licht haben möchte, kann hier die Arbeitsleuchte in der Küche anmachen. Und wer noch etwas mehr Licht haben möchte, kann hier die Hinterspiegelleuchte anmachen. Und wer noch etwas mehr Licht haben möchte, macht die Deckenleuchte an. Und wer es richtig hell haben will, macht einfach die Dachhauben wieder auf und ist im echten Sommer unterwegs, lässt die Luft rein und muss das Ganze nicht künstlich beleuchten. Aber wir machen es noch mal ganz kurz zu. Ich finde, man sollte sich das, wenn wir es schon so schön haben, einmal kurz den Blick gönnen und guckt euch mal an. Es ist eigentlich stockfinster gewesen und es ist richtig viele Lichtquellen und jeder kann sich das wirklich machen, wie er will. Und ich finde vor allem diese indirekten Lichtspiele, die überall drin sind, die machen es nachher am Ende des Tages richtig gemütlich, wenn ihr da seid, wo ihr sein wollt. Und irgendwann wird es immer dunkel und dann macht man sich das schön in der Sitzgruppe oder auch woanders. So, liebe Kinder, heute habe ich euch also meine Märchengeschichte mitgebracht. Ich fühle mich wie so ein Märchenonkel. Nein, nochmal von vorne, ne? Das bleibt drin. Das bleibt drin? Mir egal, dann fange ich aber nochmal von vorne an. So, liebe Kinder, heute erzähle ich euch die Geschichte von dem Summit und dem bösen Preis. Nein, Spaß beiseite. Also, für diejenigen, die es interessiert. Der Summit 45, fangen wir mal in dem Grundpreis an. 35.999 €, dann habt ihr einen Citroën mit 120 PS.
Dann gibt es natürlich alle Möglichkeiten, die verschiedenen Motorisierungen beim Citroën 120, 140 oder 160 PS oder 165 PS zu bekommen. Und beim Fiat gibt es einen Motor mehr. Das heißt, wir haben nach dem Schritt 160 PS auch nochmal 178 PS als Top-Motorisierung sozusagen. So wie der Wagen hier steht, haben wir den Fiat mit 160 PS und dem Automatikgetriebe. Da ist der Grundpreis dann 38.500 €, aber als Handschalter. Die Automatik kostet bei Pössl 3.000 € Aufpreis. Dann habt ihr die ZF-9-Gang-Automatik. Wir haben das All-In-Paket, in dem Klimaanlage, Beifahrer, Airbag, ein Ladebooster. Das ist sicherlich eine der Besonderheiten bei Pössl mit dabei. Wir haben das Auto aufgelastet. Die Auflastung bei Fiat kostet 600 €. Das heißt, summa summarum muss man ganz grob sagen, so wie das Auto hier steht, in Metallic, großer Motor, Automatik, seid ihr am Ende irgendwo im Bereich knapp unter 50.000 €. Steht und fällt dann ja auch mit der Ausstattung, weil wir dann doch viele Autos mit Lithium-Batterien, Solaranlagen und allen anderen Dingen ausstatten. Wer Ideen zu diesen Ausstattungsmöglichkeiten haben will, sollte unbedingt an dieser Stelle den Kanal abonnieren, damit ihr automatisch Infos bekommt, wenn wir neue Autos vorstellen. Letzte Woche hatten wir zum Beispiel ein Auto mit dabei, wo ganz viel umgebaut wurde, und ich glaube, dass sich jeder da ganz gut Anregungen für sein eigenes Auto oder auch für das neu zu bestellende Auto holen kann. Ja, ich fühle mich hier wohl. Mir gefällt das ganz gut. Von dieses Hell-Dunkel-Konzept mag ich gerne. Was ich für mich immer wieder überlege ist, ich weiß nicht genau, also ich finde das großartig vom Raumgefühl hier. Das ist ein Riesenpunkt. Aber ich finde auch das Fach, was die anderen Autos haben, da oben großartig. Dementsprechend muss da jeder für sich selber abwägen, reicht euch das bisschen an Ablage hier und nehmt ihr das Raumgefühl mehr mit oder nehmt ihr lieber ein bisschen mehr Stauraum, dass man hier Jacken, Decken und all so einen Quatsch reinstopfen kann. Wer grundsätzlich sagt, ich finde das mit dem Grundriss toll und ich möchte unbedingt das Skyroof, aber ich mag das dunkle Holz nicht so gerne, wir können euch den normalen Summit 45 auch mit dem Skyroof bestellen. Das heißt, dann hättet ihr einen ganz normalen Summit 45, auch mit dem Skyroof hier oben. Ja, in der Sitzgruppe, oder nicht in der Sitzgruppe, hinten an die Sitzgruppe anschließend, haben wir die Nasszelle. Das ist ja bei den Summits immer das sogenannte Schwenkbad. Das heißt, ihr habt immer, wir haben bei der Lichtaufzählung, hier ist noch eine ganze Lichtleiste in der Ecke. So viele Lampen und wir haben immer noch eine übersehen. Indirekte Beleuchtung aus der Ecke. Wir haben bei den Summits immer dieses Schwenkbad. Das heißt, du kannst, wenn du duschen willst, das einfach rüberschwenken und hast dann eine separate Duscharmatur hier hinten mit. Ich stelle mich mal als Referenzmaß da kurz rein. Das heißt, ich muss mich schon ein bisschen reinfädeln. Man sieht, es ist nicht unendlich viel Raum, aber 5,40 Meter und eine Nasszelle, in der ich mich duschen kann. Wenn ich den Bauch ein bisschen einziehe, kann ich mich sogar einseifen. Grundsätzlich kann ich hier die Tür zumachen. Das gibt dann natürlich hinter mir auch noch ein bisschen mehr Platz frei. Jetzt habe ich hier halt die ganze Nasszelle, in der ich mich bewegen kann. So kann ich mich auf jeden Fall duschen. Und was für mich halt immer super angenehm ist, ist, dass die Dachhaube da ist, wo ich stehe. Das heißt, ich kann mich aufrecht hinstellen, so wie wenn ich das möchte. Für die Toilette klappe ich einfach nur das Schwenkbad drüber. Dann habe ich hier die Dometic-Toilette mit drin. Das heißt, ihr habt eine Keramikschüssel mit dabei und auch da noch mal kurz die Sitzprobe. Hier ist es tatsächlich so, dass ich fast mehr Platz habe als in anderen Fahrzeugen, weil die Nasszelle relativ quadratisch ist. Geht hier, wenn ich das Knie ein bisschen beim Zumachen rübernehme, sogar gut an meinem Knie vorbei. Von der Stehhöhe haben wir den normalen 265er Ducato von außen. Das heißt, das müsste hier drin relativ vergleichbar zu anderen Fahrzeugen sein. Wir haben hier jetzt 1,88, wobei die es so ein bisschen Bogen macht. Ich nehme mal hier nochmal eine zweite Kontrolle. Hier haben wir 1,89, also knapp unter 1,90 Stehhöhe. In der Nasszelle 1,86 in der Dachhaube. Wer sucht, wird finden. Die Sitzbank hier, bevor die Fragen auftauchen. In der Sitzbank ist die Heizung. Das ist auch der Grund, warum ihr keinen der Summits mit einer Dieselheizung ordern könnt. Das ist eine der Fragen, die uns am meisten gestellt wird. Summit und Dieselheizung ist ein absolutes No-Go, lässt sich nicht ab Werk miteinander bestellen und nachträglicher Umbau macht wirtschaftlich einfach keinen Sinn. Das heißt, hier sitzt die Truma-Heizung mit drin und hier vorne haben wir den Zugang zur Technik. Hauptsicherung, Hauptschalter, die ganzen Sicherungskästen und das Ladegerät, wenn ihr am Bordstrom angeschlossen seid. Und was wir uns jetzt nochmal angucken und vor allem genau vermessen, ist das Maß des Heckbetts.
Für ein 5,40 Meter Fahrzeug haben wir hier im Summit ein riesengroßes Bett. Riesengroß ist vielleicht übertrieben, aber ein relativ großes Bett. Am Fußende wird es auch hier recht schmal sein, das heißt ungefähr 1,20, ja 1,19. Und hier im Oberkörperbereich haben wir, nicht zum Wasserhahn, sondern da bis zur Kante, hier haben wir 1,40 Meter. Das heißt für ein 5,40 Meter Auto ein relativ breites Bett. Die Länge dürfte ganz normal sein sozusagen. Da haben wir 1,95 in der Liegelänge. Das ist, denke ich, ganz vernünftig. Wenn man möchte, kann man das Lattenrost hier in der Mitte ist zweigeteilt. Deswegen hat die Matratze auch die Unterteilung. Kann man das alles rausnehmen. Damit man aus dem Bett die Tür öffnen kann, ist hier so eine Griffmulde, dass ihr an dem Griff rankommt. Und hier kann man die Polster natürlich auch wegnehmen. Zum einen ist hier ein kleines Fach, wo man was reinladen kann. Und zum anderen habt ihr hier nochmal so ähnlich, wie man das vom Summit 600 Plus kennt, ein großes Fach auf dem Radkasten, die Ablage. Ob man hier jetzt eine Kleiderstange braucht, weiß ich auch nicht so genau. Aber wenn man es aufhängen will, kann das machen. Ansonsten können wir euch auch schöne Kleiderhaken dahin machen, wo ihr sie gebrauchen könnt, dass man, wenn man doch mal auf eine Hochzeit oder irgendwas in der Richtung geht, seinen Anzug zum Beispiel in der Nasszelle einfach auch vernünftig aufhängen kann. Ja, in der Mitte Lattenrost, hier an der Seite kein Lattenrost. Wir wollen da ja auch nichts beschönigen oder verheimlichen, aber da, wo der Hintern liegt, ist auf jeden Fall ausreichend Schlafkomfort. Und das, was wir von außen gesehen hatten, eben das Fenster hier, so dass man hinten überm Bett wunderbar belüften oder am Bett hinten wunderbar belüften kann. Und unterm Bett bleibt dann immer noch ein großer Stauraum und dafür kommt ihr jetzt mal zu mir nach hinten rum und dann gucken wir da mal rein. Beim Summit 45 habt ihr einen super guten und gut zu erreichenden Stauraum. So wie ihr es hier seht, ist serienmäßig. Das heißt, die 4 Verzurösen sind automatisch mit dabei. Auf der Seite hier quasi auf der Fahrerseite ist der Frischwassertank drin. Der Stauraum ist mit beheizt, dafür habt ihr hinten einen Heizungsaustritt. Und hier auf der Seite haben wir den Gaskasten. Wie beim anderen Summit 45, also bei dem normalen Pössl Summit 45, das habt ihr einmal 5, einmal 11 Kilo. Und der Raum davor ist ja das, was wir eben als Schrank gesehen haben. Von der zu beladenen Fläche haben wir hier in der Tiefe knapp 1,10 Meter. Ja gut, das ist quadratisch. Und in der Breite, hier haben wir 1,06 Meter. Mal gucken, ist das überall das gleiche? Da hinten 1,05 Meter, also ungefähr 1,05 Meter. Und von der Beladehöhe bis zum Lattenrost 75 cm, müsst aber vorne durch die Einfahrt. Hier vorne sind 70 cm. Das heißt bis hier 70, bis zum Lattenrost, das was ihr wirklich nutzen könnt, 75 cm. So wie der Wagen jetzt hier steht, ist er direkt aus dem Werk gekommen. Wir bauen da jetzt ran. Radio, Rückfahrkamera, Solaranlage, Lithiumbatterie, Rollerbühne, bis zu 170 Kilo. Ich glaube in diesem Fall aber nur für 2 E-Bikes mit 80 Kilo Traglast. Wir können euch das Auto also individualisieren, wie ihr das haben wollt. Wenn ihr wissen wollt, was da geht, bleibt uns einfach treu. Schaut euch auch die anderen Videos an. Wir wünschen euch dabei viel Spaß und freuen uns auf euren Besuch oder eure Kontaktaufnahme. Bis bald!